Hallo und herzlich willkommen zu meinem Star Citizen Tutorial über das Racing im Arena Commander. Ich bin der Cyrus und in diesem kurzen Video werde ich über die Racing-relevanten Änderungen in Patch 3.10 informieren. Der Patch 3.10 bringt einige Änderungen am Flugmodell mit. Daher fühlt sich das Racen anders, vor allem viel schwieriger an. Eigentlich sind dafür aber nur zwei veränderte Mechaniken verantwortlich, die man zusätzlich beachten muss. Fast alle Prinzipien der bisher veröffentlichten Serie sind weiter gültig. Vor 3.10 war die Aufgabe des Coupled Modes, sein Schiff immer in Sichtrichtung zu bewegen und den Flugvektor entsprechend zu korrigieren. Jetzt in 3.10 ist mit der Stabilisierung des aktuellen Flugvektors eine zusätzliche Aufgabe hinzugekommen. Die gravierendste Auswirkung dieser Funktion ist, dass das Schiff seinen Bewegungsvektor nur dann in Sichtrichtung korrigiert, wenn diese Änderung aktiv gefordert wird, zum Beispiel beim Beschleunigen. Bremst man, dann ändert sich der Vektor nicht mehr, so als wäre man decoupled. Auf der Rennstrecke muss man nun viel stärker seinen TVI im Auge behalten. Will man in eine Kurve rein, muss man entweder viele kurze Beschleunigungen einbauen oder beim Bremsen den TVI durch manuelles Strafen in die gewünschte Position schieben. Da man in der Regel auch nicht so präzise strafen kann, wie man das hierfür bräuchte, ist dieses Feature eigentlich nur Stress. Tricording bezeichnet die Addition der Beschleunigung der drei Bewegungsachsen. Straft man einzeln nach rechts und oben, dann erreicht man je nach Schiff gewisse G-Beschleunigungen. Straft man dann direkt nach rechts oben, wird aus den einzelnen Kräften eine resultierende Kraft berechnet, die höher ist. Beschleunigt man dabei auch nach vorne, wird auch diese Bewegung mit einberechnet und man erreicht den maximalen Beschleunigungswert. In dem Beispiel war ich decoupled. Coupled sieht das anders aus. Aufgrund der Vektorstabilisierung wird die zuerst gestartete Frontbewegung bevorzugt und das Strafen weniger berücksichtigt. Das Resultat ist eine fast um 1 G reduzierte Beschleunigung. Bewegt man coupled den resultierenden Vektor in Richtung aktuellem Vektor, dann kommt man auch zum maximalen Wert. Durch dieses Verhalten sind die Beschleunigungen in manchen Situationen geringer als vorher. Da man nun insgesamt etwas langsamer und weniger manövrierbar ist, sollte nicht immer der kürzeste Weg erzwungen werden. Es macht jetzt definitiv Sinn zu prüfen, ob ein etwas längerer Weg, den man mit einer höheren Geschwindigkeit zurücklegen kann, am Ende zu einer besseren Rundenzeit führt. Zudem muss man wohl auch stärker übersteuern, um das zu kompensieren. Die Mechanik, welche beim Bremsen die Vektorstabilität der Korrektur vorzieht, ist fürs Racen ein K.O.-Kriterium. Man mag das aktiv zwar irgendwie ausgleichen können, Spaß macht das aber nicht mehr. Das sollte jeder Racing-Interessierte auch klar in Richtung CIG kommunizieren. Nutzt die Feedback-Threads im Spektrum. Ich hoffe, das Video konnte euch wieder etwas ins Racing im 3.10er Patch hereinbringen. Weitere Tipps und Tricks gibt es dann in der Playliste Star Citizen Tutorials Racing Arena Commander. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.